The island is flooded, trying me back to be so much more than I have ever had. This year ends with Hey, wir sind Roman und Chris von The Privateer. Wir bringen am 28. Juli unser neues Album raus, The Ghost Inlay. Wir möchten euch ein bisschen was über unsere Band erzählen und schon mal das Album vorstellen. Also der Grundstein für The Privateer wurde vor ganz, ganz langer Zeit gelegt, als mir mein Kollege hier Gitarre spielen beibringen wollte auf der guten Brennholz-Gitarre aus 20 Euro, 20 Euro eBay-Gitarre, die unglaublich beschissen geklungen hat, aber sie war unzerstörbar und man konnte sie überall mit hinnehmen. Ne? Das war schon ein tolles Teil. Dann hat der Roman die ersten 2 Songs für The Privateer geschrieben. Ich glaube, da hast du auch ganz, ganz viel Heavy Metal damals noch gehört, ne? Ja, das war damals so die Zeit, wo wir viel Rebellion, Gravedigger und Iron Maiden gehört haben, aber wir beide eigentlich, ne? Und da waren die ersten Songs halt schon stark Heavy Metal-lastig. Aber das hat sich dann irgendwann geändert, ne? Wir haben dann irgendwann noch eine Geige dazu gekriegt. Weißt du noch genau, was passiert ist? Ja, meine damalige Freundin, eine Freundin von ihr, die hat Geige gespielt, das hat sie mir auf irgendeinem Festival mal erzählt. Und dann kam ich auf die tolle Idee, eine Geige in die Band zu holen und habe dann den Roman gefragt. Wir fanden es eigentlich cool, hatten aber keine Ahnung, wie wir die eigentlich einsetzen sollen. Ja. Daraus hat sich wahrscheinlich dann auch letztlich ergeben, dass sie bei uns eher als Leadgitarre eingesetzt wird als Geige. Ja, eher so die Funktion, ne, von der zweiten Leadgitarre eigentlich. Genau. Und dann wurde das Ganze so ein bisschen mehr melodiös und ging Richtung Folk Metal. Ja, dann hat man auch, ne, die ersten Themen waren ja schon quasi ein bisschen piratenmäßig von den ersten Texten, die ich noch geschrieben habe. Und durch diese Geige wurde das Ganze dann noch ein bisschen mehr folklastig. Ja, also das Piratenthema war eigentlich nur für die ersten 2 Songs gedacht. Aber als wir dann gemerkt haben, okay, das passt eigentlich ganz gut und darauf haben wir Bock, haben wir dann alle in der Band entschieden, dass man das halt einfach doch weiter behält und quasi so die Lyrics und die Musik dementsprechend ausrichtet. Wir hätten uns wahrscheinlich leichter getan, wenn wir irgendwie schwarz, naturverbundenen Metal gemacht hätten. Ja, hier im Schwarzwald. Metal oder irgendwie sowas, ja, aber wir haben ja auch kleinere Gewässer, größere Gewässer, den Bodensee. So, also ja. Piraten haben ja bestimmt auch ihre Daseinsberechtigung, würde ich mal sagen. Aber wir hatten halt alle ziemlich Laune dabei, uns auf der Bühne zu verkleiden und das so rüberzubringen und präsentieren und es kam halt auch immer ganz gut an. Man kann auch immer Bier trinken und sich daneben benehmen bei den Konzerten und wir sind halt Piraten, wenn man uns einbestellt, dann gibt es halt Piraten, würde ich mal sagen. Ja, also Anfang war das noch ein bisschen durcheinander, die ersten paar Jahre. Ne? Da gab es viele Besetzungswechsel in der Band und es ging einfach eine Weile, bis wir eine Gruppe zusammen hatten, die so an einem Strang gezogen hatte und die da wirklich Bock drauf hatte. Dann haben wir dann mal unser erstes Demo aufgenommen und einfach mal zu schauen, wie kommt denn das so an und haben dann eigentlich recht gutes Feedback gekriegt. Und dann kam danach auch direkt schon das erste Album eigentlich raus. Ja? Da haben wir dann aber musikalisch auch noch viel experimentiert mit den ganzen musikalischen Einflüssen von den einzelnen Bandmitgliedern. Da merkt man das auch noch so, dass das partweise immer so ein bisschen unterschiedlich ist. Ja. Da ist es auch kompositorisch so gewesen, dass noch mehr Leute mit komponiert haben. Mhm. Also bei der Facing the Tempest, wie Roman schon gesagt hat, waren wir alle noch so ein bisschen an unserem Stil am Finden und haben noch sehr, sehr viel ausprobiert und haben einfach mal geschaut, wie sich das Ganze dann entwickelt. Bei der Monolith haben wir dann schon, würde ich sagen, eher unseren roten Faden gehabt, in der Musik auch. Und haben dann eben von Blastbeats über Twin Leads, Iron Maiden Twin Leads, haben wir eigentlich alles in der Musik verbaut, was uns gefällt, was wir privat gerne hören. Das wird dann halt immer mehr so eine homogene Masse, ne? Nicht Genau. nur einzelne Parts, die irgendwie unterschiedlich klangen. Und bei der ganz neuen Platte, bei The Ghost Inlay, haben wir den Ansatz ein bisschen erweitert. Also musikalisch sind wir noch breiter aufgestellt und haben noch mehr Einflüsse mit reingenommen. Ich glaube auch einfach, weil wir jetzt halt doch auch musikalisch privat mehr hören. Ne? So. Ja, man wurde natürlich auch immer ein bisschen besser so über die Jahre an seinem Genau. Instrument. Ne? Am Anfang hatten wir noch relativ Anfänger und jetzt gibt es keine Brennholzgitarre mehr. Auch schon ein paar Jährchen. Genau. Und auch von den Texten her versuchen wir dieses Mal eine rote Linie vom Anfang bis zum Ende durchzuziehen, weil wir eben eine komplette Geschichte erzählen und das dann eben auch musikalisch aufarbeiten.
Und bei der ersten Platte, bei der Facing the Tempest, haben wir öfters noch in den Rezensionen gelesen, dass wir unseren Stil noch nicht gefunden haben. Das Argument kann man, würde ich sagen, da noch verstehen, aber bei den neuen Platten ist es langsam klar, dass das halt einfach unser Stil ist, dass wir halt kein Schubladendenken haben. Wir packen in unsere Musik einfach rein, auf was wir Bock haben, und da kommen halt dann manchmal interessante Mischungen bei raus, überraschende Mischungen. Ja, von daher ist es halt auch schwierig einzuordnen. Ne? Also Genau. kann jetzt nicht einfach sagen, wir machen irgendwie Pirate Metal oder so. Und am ehesten könnte man auch irgendwie sagen, wir machen irgendwie Heavy Folk Metal mit Death Metal Einflüssen, aber das trifft es auch nicht so wirklich, weil da schon viele verschiedene Hintergründe drin verarbeitet sind eigentlich. Ja, bei Pirate Metal denkt man halt sofort an Ailstorm, und da sind wir musikalisch halt ganz woanders ausgerichtet, würde ich mal sagen. Also das neue Album, würde ich jetzt mal sagen, ist sehr vielseitig geworden, liegt auch an dem roten Faden, den wir mit dem Album erzählen wollen, lyrisch wie auch musikalisch. Und in der Geschichte gibt es eben auch, gerade am Anfang ist die Crew noch sehr euphorisch und in dieser Aufbruchsstimmung, und wir haben ja auch versucht, in der Musik zu vermitteln. Gerade die ersten Lieder sind sehr hymnenhaft geworden und sehr heavy-lastig. Und gegen Ende vom Album kippt die Stimmung, es wird immer düsterer, und das hört man auch in der Musik. Da überwiegt dann eher der Melodic Death Metal, und genau, und halt hymnischer Gesang ist dann weicht dem eher Scream Black Metal Gesang. Genau. Ja, es ist schon alles dabei. Ja. Also wir haben Clean Gesang auch weiblich. Ein Sauflied. Ein Sauflied, ja, ist auch dabei. Wir haben auch Scream-Gesang natürlich, sehr melodiöse Parts, die ruhig dahin treiben, sag ich mal so, oder auch Parts, die ziemlich auf die Fresse gehen. Also wir sind voll zufrieden mit unserem Album, das wir gemacht haben sehr lang und hart dran gearbeitet, und wir können euch nur empfehlen, hört es euch an.